Ja, herzlich willkommen beim Intelligent Document Processing Podcast von PowerShift. Ich habe heute einen weiteren spannenden Gast bei mir. Ich spreche heute mit Stefan Hermann von Peaks. Stefan, erzähl uns doch, wer bist du? Okay. Danke vielmals, Alain, dass ich hier bei PowerShift sein darf. Wer bin ich? Ich habe 30 Jahre Berufserfahrung, bin eigentlich durch und durch ein IT-Unternehmer, bin in erster Linie Familienmensch, in zweiter Ebene Businessman und versuche eigentlich im Thema Digitalisierung mich zu verwirklichen. Du bist bekannt durch verschiedene Unternehmen, so wie ich das wahrgenommen habe. Wir kennen uns jetzt schon eine gute Zeit und konnten viel auch eine gute Zusammenarbeit haben. Ich habe anfangs nicht so richtig geschnallt, wo du überall zu Hause bist, in welchen Unternehmen. Das ist ja doch eine recht breite Firmengruppe geworden jetzt. Alles irgendwie mit Digitalisierung zu tun. Wo hast du begonnen? Also gestartet bin ich mit Basenet Informatik, habe dort eigentlich die erste Kreditapplikation gebaut, habe versucht, damals schon Vernetzung zu erwirken. Vernetzung heißt für mich im Umkehrschluss Durchgängigkeit in den Prozessen zu erlangen und versuchen, verschiedene Akteure zusammenzubringen. Das war eigentlich so das Kernelement. Das ist auch, glaube ich, sehr gut gelungen mit Basenet. Ich habe dann vor 7 Jahren einen Spin-off gemacht mit Peaks und habe diese Thematik Vernetzung auf eine Meta-Ebene gelegt, um zu versuchen, diese Durchgängigkeit in einem generischen Modell eigentlich zu erschaffen. Und in der Zwischenzeit sind rund 6 Unternehmen entstanden mit etwa 180 bis 200 Personen. Du hast ja auch noch was dazu gekauft. Ich meine, wir erinnern so, wir haben uns gekannt und dann plötzlich kriegt man so eine Pressemitteilung. Stefan Hermann von der Basenet hat die Zeit AG gekauft. Genau. Das ist okay. Genau. Ja, also das ist richtig. Die Zeit AG ist eigentlich die einzige Unternehmung, die ich nicht selber gegründet habe. Die Zeit AG ist so wie die Jungfrau zum Kinde gekommen, aber passt natürlich strategisch voll in das Konzept der Vernetzung im Kontext vor allem mit Peaks. Ich denke, das ist ein spannendes Thema. Zeitwirtschaft betrifft praktisch alle Unternehmen. Man will wissen, für was setzt man Zeit ein, wie verrechnet man diese Zeit und wie kann man diese Zeit allenfalls optimieren. Und diese Zeitthematik passt eigentlich ideal in die Vernetzung von der Philosophie von Peaks. Okay. Ja, von Peaks hat man in letzter Zeit viel gehört. Ich habe das Gefühl, ihr habt ziemlich guten Lauf. Ihr seid schon für ein Startup doch recht lange dran. Und ich denke auch so, ist ein ziemlich dickes Brett, das ihr bohrt. Vielleicht kannst du mal ein bisschen erzählen, was Peaks eigentlich ist. Also vielleicht Peaks vorab ist heute ein digitaler Briefkasten. Der die Grundthematik aufnimmt, Informationen zu transportieren auf eine, ich sage, durchgängig digitale Art und in zweiter Linie eine Interaktionsplattform, die es ermöglicht, diese Akteure miteinander zu verbinden und diese Kommunikation eigentlich zu optimieren. Im Endeffekt ist die Vision bei Peaks, dass wir unternehmensübergreifende Prozesse miteinander verbinden können und so einen Mehrwert schaffen für alle beteiligten Akteure. In Zukunft wird Peaks auch zu einem Marktplatz und zu einem vernetzten Marktplatz, die eigentlich diese Akteure eigentlich einbindet. Okay, dass ich das richtig verstehe. Also im ersten Schritt geht es darum, so die banale Pain zu lösen, dass ich viel Papier bekomme und dass mit dem Papier irgendwas tun muss im Unternehmen. Genau. Und also dass die Digitalisierung übernehmt ihr. Genau. Ich schicke die Post an Peaks und dann habe ich sie in meinem Konto, right? Ja, also wir bei Peaks haben das Ziel, eigentlich sogenannte hybride Strukturen anzubieten. Das heißt, wir möchten immer die Struktur so belassen, dass der Kunde oder der User eigentlich seine Präferenzen, seine Kanäle so bedienen kann, wie er möchte und wir eigentlich die Transformationsleistung in einen digitalen Kanal ermöglichen. Also will er Papier versenden, kann er das machen. Der Empfänger kann wählen, Empfängerpräferenzen gesteuert, wie er eigentlich diese Information möchte.
Wir haben über diese, ich sage Multi-Channel-Eingänge und Multi-Channel-Ausgänge haben wir das Ziel, dass wir diese auf eine bestimmte Norm bringen, sodass eigentlich Datenobjekte entstehen, die eigentlich weiter verwendbar sind. Also wir versuchen diese Informationen unstrukturiert in strukturierte Informationen zu überführen und Prozesse, die das unterstützen, mit diesen strukturierten Informationen zu arbeiten. Okay. So dass, wenn die Informationen mal strukturiert vorliegen, dass sie dann über eure Plattform eigentlich an die verschiedenen Partner, wie soll ich sagen, verteilt werden können Genau, und darauf auch die Businessprozesse basieren. Genau, und die Scanning-Leistung ist jetzt zum Beispiel eine Transformationsleistung, die gehen wir davon aus, die bleibt bestehen oder eine gewisse Zeit existieren. Das Ziel ist natürlich, dass wir von digital zu digital operieren, dass wir mit diesen hybriden Wegen auch Grundlage schaffen, um diese Transformation bestmöglich abzustützen, so dass wir keine Limitationen haben, wer wir ansprechen. Ja. Also so gesehen ist eigentlich das, was wir heute als Dokumentenaustausch kennen, so eine gewaltige Offline-Schnittstelle, die wir einfach so als Legacy-Sicht haben. Und was ihr macht, ist das Stück für Stück eigentlich zu transformieren. Oder wir denken, dass das Papier oder das Relikt Papier eigentlich ein Überbleibsel ist aus einer vergangenen Zeit. Und was wir bisher jetzt gemacht haben, ist, oder als Gesellschaft oder als Unternehmer gemacht haben, ist Dokumente in elektronische Dokumente zu überführen. Das sind aber im Endeffekt mit einer veralteten Denkweise Informationen zu transportieren. Und wir sehen eigentlich die Zukunft in dem, dass wir Datenobjekte versenden und dass wir nur Visualisierungsinformationen eigentlich aufbereiten, um das zu zeigen, was in den Datenobjekten ist. Und die nächste Zukunft ist, dass wir selbstfahrende Datenobjekte haben, die eigentlich Empfängerpräferenzen gesteuert dann das machen, was man will. Das ist so die große Vision. Ist vielleicht jetzt etwas abgehoben, aber ist dort, wo die Reise, glaube ich, hingeht. Genau. Mich hat das sehr, ich kann mich erinnern, wir sind mal bei einem Kunden gesessen, glaube ich, vor 2 Jahren oder so, und dann begannst du das nochmal zu erzählen hast das so dargestellt, es ist wie ein großes Mosaik. Wo wir nicht alle Teile kennen und wir beginnen jedes Teil umzudrehen, bis sich das ganze Bild ergibt vom Mosaik. Und ich dachte, okay, ich habe jetzt jemanden gefunden, der ist noch wahnsinniger als ich. Okay. Ja? Wie siehst du das in den Zeiträumen? Also um das zu bauen, es gibt eine technische Komponente, die ist auch, wie soll ich sagen, doch eher ambitioniert, um es mal mild auszudrücken. Es gibt ja aber auch eine Business Case oder eine Plattformkomponente. Ihr braucht ja de facto eigentlich in dem Markt hier mal fast alle User irgendwie auf der Plattform. Wie ist die Strategie, dort ranzukommen? Das kann man sich ja nicht kaufen, also mal grundsätzlich so mit Marketing-Spend. Genau, also was ich sicher bin, ist, ich versuche in Visionen zu leben und ich versuche nicht die kurzfristigen Nutzen ausschließlich zu haben. Und selbstverständlich versuchen wir das Ganze in Etappen umzusetzen, dass es auch greifbar und verständlich ist. Und wir versuchen die Wirtschaft in Systemen versuchen zu verstehen. Und erst wenn man die Systeme versteht, kann man sie auch verändern. Und der erste Schritt ist neben dem Verstehen, dass wir jetzt die Systeme versuchen zu verbessern und zu verändern und dadurch eigentlich einen Mehrwert schaffen. Und das passiert, ich sage immer, in einem Treppenmodell. Also man nimmt die erste Stufe und kommt von der ersten einfacher auf die zweite als direkt auf die vierte. Und dieses Treppenmodell hat aber immer einen ganzen langfristigen Plan oder die Vision, und jedes Element, um diese Vision zu realisieren, ist ein farbiger Stein. Und erst wenn man diesen Stein wieder kehrt, sieht man eigentlich mit der Zeit dieses Bild, das entsteht. Und erst wenn man diese Summe von Steinen sieht, sieht man eigentlich, was im Endeffekt entsteht. Und so gibt es uns die Möglichkeit, dass wir an ganz vielen Ecken und Enden Steine kehren können, ohne dass es wie erkennbar ist, was wir machen. Und dennoch schaffen wir an einem gesamtheitlichen Plan. Und das gibt uns auch etwas die innere Ruhe,
dass wir, wenn ein Stein sich nicht kehren lässt, gibt es genügend Steine, die sich kehren lassen. Genau. Und Zeit, du hast das angesprochen, für mich ein 20-Jahres-Horizont. Okay. Mit entsprechenden Etappen, die wir natürlich auch versuchen zu erreichen. Und ein großer Erfolgsfaktor für die Plattform ist, dass wir versuchen, mit Partnern diese Systeme zu verbessern in Teilbereichen. Ein Beispiel ist jetzt aktuell, dass wir im Vorsorgebereich machen oder im Bildungsbereich, wo wir mit den verschiedenen Akteuren, die bestimmte User eigentlich schon haben, eigentlich diese in einem größeren Kontext den Mehrwert zu schaffen. Okay, so dass die eigentlich wie ein Konto bekommen und du eigentlich so in Bulk die User auf die Plattform bringst, weil die Partner halt die User bringen eigentlich auf Ganz die Plattform. genau. Also okay. ich kann das vielleicht als Beispiel jetzt im Bildungsbereich erwähnen. Da gibt es zum Beispiel einen Kanton. Der Kanton hat eine bestimmte Anzahl Personen, die diese Schule besuchen. Da gibt es tangierte Eltern, meistens 1 bis 2 Personen, die aus dem Elternbereich sind. Und zusammengefasst gibt es eine sehr große Gruppe, wo das ganze System Schule in diesem Kanton einheitlich funktioniert. Und wenn man es schafft, dort diese Kommunikationswege eigentlich zu unterstützen und diese Informationen eigentlich in strukturierter Form eigentlich aufzubereiten, hat diese Organisation den größtmöglichen Nutzen. Und die Akteure sind eigentlich Teil dieses Gesamten und können so eigentlich, ich sage, auf eine Basis gehievt werden, dass diese User auch das Vertrauen über die Organisation, mit der sie eigentlich zusammenarbeiten, natürlich ein massiver Beweggrund ist. Verstehe ich. Okay, ja, das gibt einen ziemlich schönen Netzwerkeffekt dann auch. Genau, das ist das Netzwerk von BaseNet auf einer Meta-Ebene. Ja. Und das funktioniert ja nur, wenn man diesen Mehrwert auch schafft. Also es funktioniert nur, wenn man diese Philosophie hat, auch das zum User zu transportieren. Sehr, sehr spannend. Das heißt, für viele Kunden, die sehen jetzt erstmal dieses große Bild natürlich noch nicht. Für die ist es erstmal auch ein einfacher Weg, jetzt so diese Basisprozesse zu digitalisieren. Ja. Wie ist da der Nutzen für die Kunden? Nehmen Sie das einfach an oder hat das jetzt auch durch die ganze Pandemie so ein bisschen einen Schub bekommen? Wie nehmt ihr das Ganze wahr? Ich habe so das Gefühl, mit Peaks ist es sehr einfach, so diese Basisprozesse rund um Post etc. zu digitalisieren und zu lösen, was vorher eigentlich auch für kleinere Unternehmen sehr, sehr mühsam war halt. Ja. Ja? Also oder praktisch nicht möglich war auch. Genau, also der digitale Briefkasten ist einfach verständlich, man weiß ungefähr, was das sein könnte. Man kann es etwas intelligenter machen als der physische Briefkasten, also da gibt es ein großes Handlungsspielfeld. Die Pandemie hat dazu geführt, dass natürlich Unternehmen nicht zur richtigen Zeit am richtigen Ort waren, wo die Post kam. Die Post ist irgendwo in Fächern, auf Pulten liegen geblieben. Es wurden Offerten, Anfragen nicht beantwortet. Es wurden vielleicht Rechnungen nicht rechtzeitig bezahlt. Ganz eine Vielzahl von Auswirkungen. Das hat uns natürlich geholfen, insbesondere im Businessbereich, dort diese Kernstärke eigentlich zum Ausdruck zu bringen, dass Informationen durchgängig über das Unternehmen entsprechend mit den zuständigen Zugriffsrechten und Berechtigungen eigentlich verteilt werden können und so die Ortsunabhängigkeit der Mitarbeiter total gewährleistet ist. Und viele Unternehmen haben das eigentlich zum Anlass genommen, eigentlich diesen Schritt, den sie schon oft vielleicht gedacht haben, ja, da müsste man vielleicht etwas optimieren, war das natürlich ein Ankerpunkt, wieso das dann schlussendlich ausgelöst wurde. Und das gibt uns einen Schub und wir spüren den Schub jetzt vielleicht noch stärker jetzt als vor einem Jahr. Also das ist wie das Bewusstsein ist wie in den Alltag der Mitarbeiter gekommen. So wie man damals gearbeitet hat, ist es nicht, so will man nicht zurück. Ja. Und ich glaube, dort ist die Mitarbeiterakzeptanz ein wesentlicher Faktor oder ein Treiber für diese Lösung.
Und wenn man das mal erlebt hat, aber ich habe ganz viele Kunden, die sagen, also ich kann mir nicht mehr vorstellen, wie wir das vorher gemacht haben. Und das ist eigentlich spannend, weil diese Informationen im Papier, die sind ja de facto nicht zugänglich. Und Informationen in digitaler Form sind im Endeffekt ein sogenanntes permanentes Wissen oder permanente Möglichkeiten, diese Informationen in schnellstmöglicher Verfügbarkeit, ortsunabhängig, zeitunabhängig wieder zu bekommen. Und das finde ich das Spannende und das zeigt eigentlich das Feedback, dass viele User dann für diesen Business-Account diese gesamtheitliche Information oder diese Übersicht erstmals eigentlich bekommen, was sie vorher nur partiell gar nicht hatten. Ja. Was sie gar nicht hatten. Ja, stimmt. Spannend. Ich glaube, als wir uns das erste Mal getroffen haben, hast du eben auch vom digitalen Briefkasten erzählt und ich habe dir, ich weiß nicht, ich habe gefragt, als ich es gefragt habe, weiß ich sicher, ich habe gefragt, sollte das nicht die Post machen? Ja. Ja, und ich meinte, deine Antwort wäre, oder warum macht die Post das nicht? Deine Antwort war, du kannst korrigieren, wenn es falsch ist, die können das nicht. Ja? Die Schweizerische Post hat eine unrühmliche Geschichte eines digitalen Briefkastenangebots, das es mal gab. Eine unglückliche Migration, ohne jetzt bei den Freunden der Post irgendwie da böse zu wollen, aber man muss es, glaube ich, so nennen, wenn wir die Stimmen aus der Kundschaft hören. Und in jüngster Zeit ist die Post damit aufgefallen, noch ein recht großes Budget zur Verfügung zu stellen für Akquisitionen. Und du bist da eigentlich ein doch prominenter Kritiker, habe ich mitbekommen, in der Hinsicht, dass man sagt, ist das denn die Aufgabe der Post? Wie siehst du das ganz generell, so dass wenn Staatsbetriebe beginnen, Dinge zu übernehmen, die wir in der Start-up-Welt eigentlich begonnen haben zu machen? Da bist du jetzt natürlich sehr nahe dran, ich de facto nicht wirklich, aber wie siehst du das? Warum bist du da diesen Aktionen kritisch eingestellt? Also grundsätzlich bin ich positiv kritisch eingestellt und ich sage immer, es gibt eine Legitimation dort, wo es einen nicht funktionierenden Markt gibt, dort soll eigentlich der Staat mit dieser Grundlage eingreifen oder Unternehmen, die mit einer Monopolstellung eigentlich bestimmte Dienstleistungen erwirken. Wir stellen einfach fest, dass diese Monopolstruktur ein Relikt aus der Vergangenheit ist, dass es heute ganz gute Möglichkeiten gibt, diese Korrektur von fehlenden Märkten eigentlich zu beheben oder bessere Dienstleistungen gibt, eigentlich das zu gestalten. Und ich denke, man muss unterscheiden zwischen einem Service Public, wo es ermöglicht wird, dass jedermann in der Schweiz die Post oder irgendeine andere Dienstleistung erhält und die zu einem, ich sage, vernünftigen Preis erhalten kann. Jetzt bei der Briefpost hat die Post gleich bis 50 Gramm das Monopol, das gesetzliche Monopol und mit dem habe ich eigentlich gar keine Probleme, wenn sie ihren Auftrag erfüllt. Wo ich kritisch gegenüberstehe, ist dort, wo die Post in einem digitalen Bereich, wo sie weder die Kompetenz in erster Linie hat, sondern immer zukaufen muss oder aufbauen muss durch teure Erfahrungen. Dort, glaube ich, braucht es nicht einen Vorstoß eines Staatsunternehmens, das eigentlich die Privatwirtschaft dann konkurrenziert, dort auch Fachkräfte abzieht für eine Dienstleistung, die der Markt nicht braucht. Und da, glaube ich, gibt es einen zweiten Faktor, und da bin ich dann schon etwas kritischer, ist eigentlich dort, wo sie ihre Monopolstellung missbraucht, durch eine Preispolitik, die sie dann den Anbietern, der breiten Bevölkerung anders anbietet oder teurer anbietet, als sie diese selbst dann nutzt und selber verwendet. Und das ist sozusagen eigentlich einen unfairen Vorteil und hat begründet durch die Monopol- oder ehemalige Monopolstellung. Genau, das sind dann wettbewerbsrechtliche Themen, die ich dann schon auch kritisch hinterfrage oder auch kritisch kommentiere und auch meine Position ganz klar festige und auch nicht akzeptieren werde. Ich glaube, das ist ein spannendes Themenfeld und ist, glaube ich, da sind wir einfach mit ungleichen Spießen unterwegs. Absolut. Und was ich will, ist nur das Positive, von dem alle
gleich lange Spieße. Genau. Und die beste Dienstleistung und der beste Service wird überzeugen und alles andere regelt der Markt. Genau. Jetzt ist ja der Staat bis anhin nicht so krass aufgefallen dadurch, dass er irgendwie die Digitalisierung beflügelt hätte. Im Gegenteil, es gab oft Situationen in den letzten 10 Jahren, wo ich dachte, ja, eigentlich steht uns der Staat in vielen Dingen so ein bisschen im Weg. Jetzt ist es, ich sage, Deutschland zu sehen, dass es doch nicht in dem Ausmaße jetzt wie in der Schweiz mit der Post, aber doch, dass es so erste Anzeichen gibt, dass der Staat halt auch Digitalisierungsoffensiven pusht, auch eben in den Markt pusht. Ist das was wir mehr sehen werden in Zukunft? Ja, also ich bin überzeugt, dass wenn die Politik nicht einschreitet, wird eigentlich diese aus Monopolstellung entstandene Struktur ausgedehnt und das macht für mich einfach keinen Sinn, aber es wird passieren, weil die Politik den Rahmen dafür definiert hat. Man hat das Kapital zur Verfügung gestellt, insbesondere in der Schweiz hat die Post 1,5 Milliarden für Zukäufe. Und da glaube ich, da ist es ein Versagen dieser Struktur, dass das eigentlich ermöglicht wird. Dort muss in einer offenen Gesellschaft muss dieser Weg zurück, so dass dieser Service Public erbracht werden kann und es braucht nicht einen Selbstzweck für diese Organisationen, ihre Macht und ihren Einfluss auszudehnen. Da gibt es, glaube ich, bessere Player und da gehört ihr auch dazu. Da gibt es bessere Player, die diese Felder besetzen sollten und auch können, wenn nicht grundsätzliche Barrieren aufgebaut werden. Spannend. Ich danke ganz herzlich fürs Gespräch, sehr interessant. Ich wünsche weiterhin viel Erfolg mit Peaks. Danke, Alain. Und gerne ein anderes Mal wieder. Ja, super. Merci. Danke vielmals. Tschüss.